Ähnliches in Fusion. Es kommt zwar etwas spät. Wenn es ein Elementor-Skill wäre, wäre es natürlich noch heftiger. Aber eigentlich ist in Fusion immer das, was man sich wirklich gewünscht hat, ohne dass man es vielleicht wusste. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich ein Spieler oder... Also ich glaube nicht, dass das ein Spielervorschlag war. Ich weiß nicht genau, wie sie darauf gekommen sind. Keine Ahnung. Aber... Also es wäre jetzt halt wirklich die Definition von etwas, was man nicht weiß, dass man es will, aber man will es. Aber man weiß gar nicht, dass man es haben könnte, weil es eigentlich so abwegig ist, dass du sagst, Elementor und alle seine Skills wären sehr effektiv sozusagen vom gleichen Element. Weil ich weiß noch früher, als ich auch angefangen habe, Elementor zu spielen und so und meinen eigenen Spielstil ja auch erstmal finden musste und so, da gab es immer diese Diskussion, welcher Skill erweckt werden soll, welche Skills man benutzen soll und so. Und einer der Hauptgründe dafür war oft das Element. Also die Leute, die immer das komplette Gegenteil von mir gemacht haben oder gesagt haben, was Elementor-Skills angeht, die haben immer gesagt, ja, Poison Cloud ist ja schön und gut, aber wenn es keine Feuermonster sind, ist ja voll Trash. Oder wenn es dann Blitzmonster sind, ist ja voll scheiße, da macht es ja überhaupt keinen Schaden. Oder das gleiche bei Burning Field beim Mammuts, als ich mal ein Video über meine Rotation gemacht habe. Das war immer bei Mammuts, habe ich viele Videos gemacht zum HNRL, als ich ihn halt auf Max-Level gezogen hatte und in Anführungszeichen genug Erfahrung gesammelt habe, um sie zu sharen. Da hieß es dann auch, ja, warum will man denn Burning Field bei Mammuts nutzen? Und ich fand zwar nie, dass das wirklich Probleme waren. Also ich meine, natürlich ist es kacke Burning Field bei Mammuts, weil es halt viel schlechter ist als bei Windmonstern oder bei allen anderen Monstern einfach, die nicht Wasser sind. Aber konnte man ja damals nicht ändern. Und es hat sich trotzdem irgendwie rentiert. Aber die Lösung für das Problem, oder für all diese Probleme, Poison Cloud, Blitzmonster, Burning Field, Wassermonster, bla 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 bla, die Lösung dafür war, alle Skills haben das gleiche Element. Was halt noch viel heftiger ist, als wenn sie einfach gesagt hätten, alle Skills haben kein Element. Stattdessen sagen sie, alle Skills haben das gleiche Element. Also richtig crazy. Und stellt, wie gesagt, eigentlich so mehr oder weniger die Lösung für all diese Probleme dar. Leider halt so spät, dass man sagen kann, die Spielstile, wie man sie im Low-Level hat, die sind jetzt hier eh ausgestorben größtenteils. Also die meisten sind schon auf Face-Tank geswitcht. Von dem her kommt es ein bisschen spät. Also es wäre wirklich die Lösung für das Elementor-Problem. Als Arcanist sind das halt für die meisten Leute keine Probleme mehr, weil sie einfach sagen, naja, ab jetzt kann man easy Face-Tank spielen. Oder leichter. Aber es ist trotzdem crazy, dass wir so eine Lösung gefunden haben. Wäre ich nie drauf gekommen, sowas überhaupt vorzuschlagen, weil sich das viel zu OP anhört. Also sie haben es trotzdem gemacht. Und ich bin mir, wie gesagt, relativ sicher, dass das kein Spielervorschlag war. Und wenn doch, dann verstehe ich nicht, wie der Vorschlag angenommen wurde, aber viel harmlosere Sachen seit Jahren nicht angenommen werden. Sowas wie das Berserk eine längere Laufzeit hat oder solche Sachen. Dagegen ist das eher harmlos. Also, längere Laufzeit von irgendwelchen Skills ist ja nichts im Vergleich zu dem Infusion-Skill, den jetzt der Elementor bekommen hat. Schon ein bisschen weird, wie das Balancing-Verständnis von den Devs manchmal funktioniert. Aber ich sag natürlich auch nicht nein. Du hast auch noch einen Skill, den du jede Minute usen musst. Ja, Jester auch. Also ich Bildposter glaube ich nicht. Nein, auf jeden Fall nicht. Ja, I know. Aber das wünschen sich doch Leute seit Ewigkeiten, dass solche Sachen verbessert werden. Und das ist ja eigentlich ein reines Quality-of-Life-Ding. Oder auch sowas wie stapelbare Power-Ups. Es gibt so viele Beispiele für Sachen, die so simpel sind und Balancing-technisch und so weiter eigentlich überhaupt keine Auswirkungen haben. Und trotzdem seit Jahren werden die gefordert. Kommt nichts. Und wie gesagt, so eine All-in-One-Solution für einen Elementor
kommt einfach out of nowhere. So, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das nicht mal jemand gewünscht hat. Weil es so abwegig ist, dass du es von vornherein wissen müsstest. Ja, das wird niemals passieren. Sag mal so, das wäre jetzt das Äquivalent, wie wenn Blade sagen würde, ja, ich hätte gerne einen Skill mit 30 Crit Damage, kriege ich den bitte? Und die Devs sagen, ja, okay, hier ist ein Skill plus 30 Crit Damage, so ungefähr. Einfach out of nowhere. Na gut, okay, man kann sagen, Blade hat schon auch wieder Buffs bekommen, die er auf jeden Fall eigentlich nicht gebraucht hat. Aber schon trotzdem crazy. Also ich sag mal so, das Äquivalent dazu wäre wahrscheinlich wirklich gewesen, das mit dem 50% Left-Hand-Damage, aber das wurde ja genervt und war dann ja gar nicht so ein heftiges Upgrade. Also ist trotzdem ein heftiges Upgrade für eine Klasse, die es wirklich nicht braucht. Aber die 50% waren ja noch viel krasser. Das wurde ja glücklicherweise wieder rückgängig gemacht oder genervt. Aber wenn sie es auf 50% gelassen hätten, hätte ich gesagt, Infusion und das wäre wahrscheinlich ungefähr auf einer Stufe. Aber ich denke nicht, dass es jetzt einen einzigen Skill gibt von den Third-Job-Skills, der von der Tragweite her auf dem gleichen Niveau ist wie Infusion. Also vor allem für Dungeon Runs ist das echt geil.